Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute seht ihr schon bereits, wir sind hier im Triple-Pack unterwegs. Wir haben hier einmal neben mir den guten alten Chris, hallöchen. Ja, moin. Und einen Platz weiter haben wir auch den Sergio angereist von weit her, den ihr ja gestern schon bewundern durftet. Ja, hallo. Grüße an euch beide. Und wir wollen heute zu dritt eine ganz chillige Runde machen, weil wir uns gedacht haben, ey, wir haben hier jetzt schon einen halben Stammtisch zusammen im Real Life. Da kann man doch mal dann auch so ein bisschen so einen Stammtisch machen, ja, von dem, was wir halt, was ihr vielleicht auch bei Hanriss auf dem Kanal gesehen habt. Vielleicht könnt ihr ja auch da mal sehr gerne rüberschauen. Der hatte auch einen Stammtisch gemacht, da war ich leider nicht dabei, krankheitsbedingt. Oder zeittechnisch war das damals, aber Grüße gehen raus an der Stelle, war der Sergio auch dabei und heute wollen wir so ein, zwei Themen anreden, die uns persönlich so 2023 das Jahr in Shakes and Fidget versüßt haben, was so unsere persönlichen Highlights gewesen sind und ja, was uns so 2023 am meisten bewegt hat, nicht nur in Shakes and Fidget selbst, sondern halt auch die persönlichen Ereignisse, die so dieses Jahr passiert sind. Wer von euch möchte da so den Vortritt wagen? Ich fand, dass das ja, also für mich war es ziemlich bewegt, das kriegt man so vielleicht von außen ja gar nicht mit, weil ich mache jetzt selbst nicht unbedingt Videos, bin hier und da mal dabei, aber für mich ist es echt jedes Jahr immer faszinierender, immer mehr Teil von dieser Community zu werden. Und da ist ja schon eine Menge passiert. Jetzt habe ich auch endlich mal den Sergio mal getroffen, was wir schon längst mal vorhatten. Ja, ich bin auch froh darüber, so jetzt Bestandteil da auch immer mehr zu werden. Ich habe den Derafin kennengelernt, war da in Hamburg. Ich habe den Dorzer rasiert dieses Jahr, das war richtig krass. Oder auch im Sommer, wo wir da die Videos gemacht hatten, wo bei dir das Internet ausgefallen ist, das war auch ganz schön krass. Stimmt, das war ja auch noch gewesen, ja. Da war ja, vielleicht kennt ihr ihn ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal, es war ja der Edge auf dem W50-Server oder von S36, da ist er ja The Unforgiven. Wenn er Dungeons machen würde, wäre er auch dann auf dem Fusionsserver so ziemlich der Levelhöchste. Über 700 wäre er dann auch schon. Und es war so witzig, auch mit ihm mal ein Video zu machen, mit dir, wo wir da mit dieser Proforma-Ausrüstung, das war total witzig. Und da muss ich sagen, für mich ist da echt eine Menge passiert. Auch, weiß ich noch, mit dem Stammtisch, wo ich noch gesagt hatte, Alu darf auch gerne Spaß machen. Und dann wurde das so ein bisschen aufgegriffen, fand ich zumindest mit dieser Expedition, dass man da einfach mal eine Alternative bietet. Und ja, da hatten wir auch ein Video zu gemacht. Das war für mich so ein Highlight, das hat mir so richtig aus der Seele gesprochen. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Deshalb bin ich auch echt gespannt, was jetzt auf EU9 war das. Ne? Da ist es jetzt nochmal ein bisschen overhauled mit ein paar neuen Änderungen, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht kennen, oder? Nee, da wird das ja noch mal nur den Fakt halt, oder die Leaks, die halt Mo so ein bisschen gezeigt hatte, dass es halt ein bisschen mehr skill-based sein wird. Und da bin ich halt sehr gespannt. Am 5. Januar geht es ja los, startet EU9. Und da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Da lasse ich mich sehr gerne überraschen, was damit gemeint ist mit skill-based. Ja. Spannend, ja. Das lässt natürlich viel Potenzial für viel Spielraum, sag ich mal. Und ja, kann man nur abwarten, mal schauen, ob man dann wirklich so sich entscheiden kann und das in die Richtung lenken kann, ob man mehr XP, das in Gold hinsteuern will und generell, wie sie das Feature überarbeitet haben, dass man da wirklich mehr Gewissheit auch hat, okay, das, was ich hier mache, hat auch einen Sinn, das hat einen Mehrwert in Bezug oder sagen wir mal gegenübergestellt zu dem normalen Alu-Geklicke. So, ne? Das war ja auf EU7 ja auch schon so geil, als da die Testphase war, wo das ja auch recht lange auch getestet wurde. Ja. Was eine passende Überleitung ist zu EU7, was ein sehr, sehr großes Highlight für mich war mein Avatarbild und Alter, ich bin aus allen Socken gefallen, das ist so eine Erfahrung für mich gewesen. Das ist so etwas, wovon man eigentlich nur träumen kann. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, wenn man so einen Traum hat, auf den man hinarbeitet. Und das war das ist schon auch gut 2 Jahre her, wo ich mit YouTube auch angefangen habe, habe ich mir gedacht, ja, irgendwann, da will ich dahin kommen. So, und dieses Ziel habe ich erreicht und die Community hat mich dabei unterstützt, wie du selber schon meintest, dass man da auch einfach mehr connected ist, man auch richtig gut miteinander ist und man auch so Freunde auch irgendwo findet, mit denen man einfach denselben Weg geht, ist halt einfach was Besonderes, muss ich sagen, wie es ist. Ich habe selten so viel Spaß in diesem, gehabt wie in den letzten Jahren, was so auch mit anderen
tun hat. Ja. Das ist auch, muss ich sagen, immer wieder aufs Neue mein Highlight. Ich mache das ja schon ein bisschen länger als du, Sergio, als Beispiel. Und ich konnte halt auch in der Vergangenheit vorher schon so viele geile Typen Okay. Also vom Charakter her Ja, sehr coole Menschen kennenlernen. Was ein bisschen ungünstig gewählt, die Wortwahl. Geile Typen konnte ich kennenlernen. 0699. 6. Ja, aber das ist so das, was immer wieder für mich so persönlich auch mein Highlight ist, neben ganz vielen anderen Sachen, die jetzt auch dieses Jahr aktuell, sag ich mal, jetzt auch gerade in dem Moment hier, dass wir hier zu dritt zusammensitzen, du kommst hier angereist und du pennst hier jetzt 3 Tage und so. Das sind halt Sachen, das war damals mit Paul und Penny zum Beispiel auch die Zeit, wo wir hier zu dritt waren. Du warst ja da ja auch schon mit dabei gewesen, Chris. Und einfach die Menschen so kennenlernen, in Real Life treffen und halt einfach, coole Menschen kennenlernen. Oder Hanrizel habe ich zum Beispiel, hatte ich ja dieses Jahr auch das erste Mal im Real Life gesehen. Das war auch eine sehr coole Erfahrung. Ist genauso, wie er in seinen Videos ist er auch so privat. Also ein sehr vernünftiger, auch höflicher Zeitgenosse. Muss ich sagen, hatte auf jeden Fall privat noch einen anders krassen Humor als in seinen Videos noch irgendwie, muss ich sagen. So, das hatte mir auch sehr gefallen und man lernt die Leute auch so privat kennen und das finde ich halt einfach sehr geil, dass so ein Game wie Shakes and Fidget so Menschen verbindet und connected. Einfach das, was man gerne macht, man hat ein selbes Hobby und da kann man sich stundenlang drüber unterhalten und es führt halt sogar dazu, dass halt auch richtige Freundschaften entstehen. So. Und selbst wenn man sich jetzt nicht jeden Tag sieht, weil man halt auch eben durch die Entfernung halt auch teilweise blockiert ist, sag ich mal, und jeder natürlich auch sein eigenes Leben lebt, ist auf jeden Fall cool. Dieses Zusammentreffen, das schätzt man dann in dem Augenblick noch umso mehr, muss ich sagen. Ja. Abseits davon gab es natürlich auch für mich persönlich viele krasse Highlights, sag ich mal, dieses Jahr. Und jetzt, was wir auch momentan gerade im Hintergrund machen, der Sergio ist ja auch nicht ganz umsonst hier. Wir produzieren halt auch viel Content, sag ich mal, abseits von dem, was jetzt so den Daily Upload hier betrifft, sag ich mal. Ne? Produzieren wir halt Videos für ihn, für mich nochmal denn, wo wir geile Challenges aufnehmen. Wir sind momentan da dran, das Spendenvideo zu drehen, wo wir heute den ersten Drehtag hatten. Morgen ist dann der zweite Drehtag. Das sind Erfahrungen, da spreche ich, denke ich mal, auch für dich, die hast du in deinem Leben noch nie gesammelt und die habe ich noch nie gesammelt und das ist nochmal so dieser Next Step, diese nächste Ebene. Man arbeitet da auch mit super netten Leuten zusammen. Die werdet ihr dann auch im Behind-the-Scenes-Vlog drehen, den ja auch Sergio aufnimmt. Deswegen ist er auch hauptsächlich, sag ich mal, hier. Natürlich auch, weil wir eine geile Zeit... Das ist ja so dieses Koexistieren. Man kann ja eine geile Zeit haben, man kann aber auch trotzdem produktiv sein. Und das ist halt das Ultimo, was man erreichen kann. Man erschafft ein geiles Produkt, ein geiles Video, man hat Spaß dabei, man ist produktiv, aber man hat halt auch eben so eine geile Zeit, die man zusammen genießt. Und das ist, sag ich mal, der krönende Abschluss für mich dieses Jahr 2023, obwohl ich sagen muss, dass das Jahr für mich rundum wirklich, was Shakes and Fidget und privat auch so angeht, wirklich sehr positiv verlaufen ist. Ja, das ist so mein großer Abschluss jetzt, sag ich mal, weil wir es jetzt ja auch zum Jahresende aufnehmen hier, das Ganze. Ist es für mich eine sehr coole Erfahrung, auch mit Small und Will zusammenzuarbeiten, die sehr verrückte Shots gemacht haben aus dem Kofferraumfilm während der Fahrt und so. Ihr werdet das alles sehen. Ich werde da nicht allzu viel spoilern. Wir hatten ein bisschen auf Instagram ja gezeigt gehabt. Vielleicht blende ich da mal hier oder da die ein oder andere Story ein. Und da ist auf jeden Fall cool. Also ist eine Erfahrung, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So. Das ist sowas, damit hat man angefangen, so Videos zu machen und aus Leidenschaft so für das Videos erstellen an sich und dass das dann halt eben auch in so eine Richtung eines Tages gehen kann, das hätte ich halt niemals gedacht. So. Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist halt, das fängt immer als einfaches Hobby an und es wird immer größer und man lernt immer mehr Menschen kennen und am Ende ist das irgendwie, fast schon ein Lifestyle, ne? Kann man eigentlich schon fast so sagen. Ich fühle mich total verbunden und Shakes and Fidget ist so
auch wenn das Spiel vielleicht an sich vielleicht gar nicht so wirkt, verbindet es doch viel, viel mehr, als man denkt. Das ist so der Weihnachtsgeist, den ich gerade da auch so ein bisschen spüre. Es schafft die Grundlage für ganz viel. Es schafft die Grundlage für solche Projekte, die wir jetzt im Hintergrund realisieren. Es schafft die Grundlage für neuen Content, den man auch untereinander, unter den Content Creator selbst produziert. Es sind die Connections, die man pflegt, aber alles münzt halt eben auf dieser Grundlage des Spiels, sag ich mal. Und alles, was man da drum baut, das ist halt jedem Content Creator selbst überlassen, sag ich mal, sich da frei auszuleben in dem, was er halt eben aus dieser Grundlage halt macht. Aber es ist wichtig, dass es halt eben diese Grundlage gibt und da sind wir sehr froh, dass es sowas wie Shakes & Fidget gibt und die halt jetzt auch seit diesem Jahr die Content Creator halt auch extrem supporten und unterstützen in dem, was sie machen, was halt eben auch viele neue Projekte in Zukunft halt auch eben ermöglicht. Und da muss ich sagen, ich bin seit langer Zeit nicht mehr so zufrieden, wie ich jetzt momentan zufrieden bin. Nicht nur, halt auch so in Shakes & Fidget selbst, sondern halt auch, ich weiß nicht, ob sich das auch so ein bisschen auf das Real Life ummünzt. Wahrscheinlich, weil Shakes & Fidget für mich halt auch viel mit meinem Real Life zu tun hat. So, ne? Man hat ja auch, durch dieses Spiel wächst man halt auch privat sehr krass weiter, weil man jetzt auch ein Stück weit auch Verantwortung hat. Ich musste mich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen ich mich vorher nicht so krass auseinandersetzen musste. Zum Beispiel steuerliche Sachen mussten auch so abgeklärt werden, so Sachen, die ihr vielleicht im Hintergrund nicht seht, was halt eben Folgen von diesem Creator Code sind. Das sind halt eben auf einmal ganz andere Summen, sag ich mal, als die normalen YouTube-Einnahmen, die ich hier und da schon mal auch kommuniziert habe mit euch. Und das ist dann nochmal was ganz anderes. Man wächst in eine Thematik rein, wo man halt niemals mitgerechnet hätte, dass man in solche Richtungen mal eines Tages geht. Nur weil man sich mal so ein bisschen vor die Kamera hockt und so ein bisschen mal einem vom Pferd erzählt und dann so hier mal den Gürtel so links und rechts an die Seite schiebt. So, ne? Also im Prinzip mehr ist es nicht. Es ist immer noch nach wie vor ein Point-and-Click-Adventure, aber da hängt halt so viel mehr dran. Und ich finde, da hat sich die ganze Landschaft so um das Spiel drumherum auch total entwickelt die letzten Jahre, weil ich kann mich noch daran erinnern, auch letztens das ist eigentlich so ein guter Anfangspunkt, das so ein bisschen zu erzählen. Ich weiß noch genau, wo du mit der ersten Shakes & Fidget Show da so ein bisschen nebenbei gedreht hattest und ich hatte es auch angeguckt und dachte ich mir, oh Gott, was ist denn da? Die haben das über alle Server announced, riesig groß gemacht und dann setzen sie uns da Mo und Mika vor, die wir alle nicht kannten. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und haben da eigentlich was ganz anderes erwartet. Und ich fand, das war so der Startschuss für die ganze Entwicklung, die jetzt um die ganze Community des Spiels umherum eigentlich erst gestartet ist. Weil vorher, da gab es vielleicht ein, zwei Leute, die haben auf YouTube irgendwie ein Video gemacht, die aber dann auch irgendwie mit der Zeit aufgehört haben, weil es gab eben keine Interaktion geführt zwischen dem Spielebetreiber, Playa oder wie heißen sie jetzt nochmal, dieses Konglomerat, was da drüber steht und so. Man hat immer das Gefühl gehabt, die machen so ihrs und die Community, das ist irgendwie so ein Nebending. Und ich habe immer Stillfront? Ja, genau, Stillfront haben die ja übernommen und da habe ich immer so gedacht, naja, okay, das sind halt ein paar Leute, wie du sagst, und die erzählen so ein bisschen was vom Pferd. Und dann ist da aber das Spiel. Aber jetzt habe ich das Gefühl, man wächst da halt immer mehr zusammen. Man wird gehört, man macht Stammtische, Playa hört, was wir sagen. Da ist ein Mo dabei, der trägt die Inhalte auch, das, was ihr an die Content Creator tragt, die tragen es ja auch weiter. Und an Mo an sich, wie sie auch Mo und der ganze Twitch-Stream entwickelt hat, ist der Wahnsinn. Also es ist richtig cool mittlerweile gemacht. Und was da an Streamer mittlerweile auf Twitch aus und jetzt mit den Twitch-Jobs und alles, ist Wahnsinn. Was ich auch richtig krass finde, ist, wie man mittlerweile auch als einfacher Spieler einfach in den Entwicklungsprozess wirklich eingebunden wird. Das hat man ja beim Necromancer gesehen, dass man erstmal sich aussuchen musste, okay, welche Klasse wäre denn jetzt das, was wir präferieren? Da hatten wir ja den Jester, den Necromancer und den Plague Doctor, hieß er, glaube ich. Ja. Und dass man da schon anfängt, in dem Entwicklungsprozess die Community mit einzubinden, das hast du fast gar keinem anderen Spiel. Kannst du alle AAA-Titel in die Tonne hauen. Also das ist das, was so Playa einfach komplett anders macht als alle anderen. Ja. Und das sehe ich dieses Jahr einfach extrem doll bei denen, wie sie versuchen, uns einfach alle an die Hand zu nehmen. Und das ist auch einfach ein Highlight. Also man fühlt sich richtig
Ja, gehört. man muss sagen, die Transparenz von Player Games und die Community-Nähe, die hat dieses Jahr nochmal extrem zugenommen im Vergleich zu den anderen Jahren. Ich denke mal, 2022 war für viele ein schwieriges Jahr, auch auf Shakes & Fidget gesehen, weil halt oftmals die Performance nicht gepasst hat. Jeder Serverstart war mit Problemen verbunden. Man hatte schon ein Stigma-Denken, dass man, okay, nächster Serverstart brauche ich die ersten paar Stunden, die ersten Tage gar nicht spielen, so, weil man davon ausging, ja, ist sowieso wieder Kacke. Und dann kamen noch diverse Bugs dazu, Fehler, ne? Und dann danach, so 2023, ging es dann wirklich, muss ich sagen, wo das dann alles, das mit dem Backend, was ja viel auch damit zusammenhing, dann komplett durch war, muss ich sagen, ging es dann wirklich sehr steil bergauf. Da haben sie nicht zu viel gesagt, wo sie versprochen haben, denn ey, wenn das mal wirklich alles läuft und alles, ne, fertig ist, danach geht es dann rund und dann kamen ja nachher dann auch schon die ersten Fusionen, ne, das mit der Klasse, mit dem Necromancer, fand ich sehr geil, dass sie uns da, wie du schon sagtest, komplett dran teilhaben lassen in ein Spielfeature, was ja auch darüber bestimmt, okay, wie krass wird jetzt der Umsatz, sag ich mal, weil es ja immer noch ein Unternehmen ist, was gewinnorientiert handelt, ne? Und da kann man jetzt nicht blind der Community immer alles so vertrauen, weil man auch so zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch so denken muss, wie ist es dann wirtschaftlich am besten so, ne? Und da halt eben auch der Community ein großes Stück weit, sag ich mal, entgegenzukommen und die darüber entscheiden zu lassen, ey, wie wird jetzt die Klasse designt, welche Klasse wollt ihr erstmal haben, das ist ja schon eine große Entscheidung, dann die einzelnen Unterpunkte, welche Fähigkeiten und so, also wirklich Stück bei Stück das Ganze mit an die Hand genommen und muss ich sagen, auch fand ich sehr, sehr nice, dann halt eben die Einblicke hinter die Kulissen, sag ich mal, so zum Beispiel, wenn sich Thorsten in den Stream reinsetzt, zum Beispiel der CEO persönlich und dann einen von Leder lässt, sag ich mal, und da private Einblicke in die Zukunft bietet, seien es die Producer-Notes, die dann dazukommen, ey, was haben wir uns bei den und den Updates gedacht, oder es ist ein Fehler aufgetreten, dann ey, so und so, da lassen wir euch dran teilhaben, das und das ist passiert und das ist der Fix dafür. Das ist halt einfach Transparenz, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht machen. Das hast du nirgendwo anders in keinem Spiel. Also ich sehe es nicht. Also kann sein, dass es irgendwo auch noch kleine andere Entwicklerstudios gibt, die das ähnlich machen. Aber in dem, was Shakes & Fidget hier so auf die Beine stellt und in dem, wie sie mit ihrer Community umgehen, einmalig. Auch ein Highlight. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, der Weg wird so auch beigehalten, ne? Weil ich bin der Meinung, und das finde ich halt auch so interessant. Ich weiß nicht, ob du das letztens in einem Video gesagt hast, so der zweite Frühling von Shakes & Fidget, weil man darf ja nicht vergessen, wie alt ist das Spiel. Ja. Ich weiß, wann ich da angefangen habe, damals so noch zu meinen Studienzeiten und jetzt ist es irgendwie 12, 13 Jahre später und es ist zwar ein ganz anderes Spiel, aber irgendwie immer noch das gleiche, bloß jetzt noch mit Community und man hat das Gefühl, es wird nicht aufhören. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, Shakes & Fidget ist vorbei, ich habe das Gefühl, es geht das jetzt ist jetzt los. erst der Anfang einer langen Reise oder einer großen Reise, ja. Hat halt auch glaube ich, viel zu tun damit, weil halt eben auch Shakes & Fidget, glaube ich, erkannt hat, wie wichtig das halt auch ist, dass Content um das Spiel herum produziert wird und nicht einfach nur von den Spielern konsumiert wird. Und deswegen wird halt auch viel getan und viel gefördert. Und man sieht ja auch die Twitch-Kategorie, wie die dieses Jahr gewachsen ist und explodiert ist, auch durch die Drops. Auch, dass Drops überhaupt in das Spiel implementiert werden. Das war ja einer der besten Entscheidungen, die sie hätten machen können, weil dadurch halt die Twitch-Sektion ja auch extrem enorm gepusht worden ist und die Channels auch gewachsen sind und die Zuschauerzahlen und das natürlich auch nochmal sehr viele neue Spieler angelockt hat und deswegen ist das auf jeden Fall der richtige Weg, den sie gehen, dass halt auch eben sehr viel mehr, sag ich mal, der Content für das Spiel auch geschätzt wird. Klar, ich kann mir vorstellen, dass auch davor schon immer, auch denke ich mal, privat der Content hier und da mal vielleicht konsumiert worden ist von den ein oder anderen Mitarbeitern, denke ich mal. Zumindest habe ich es von hier und da mal so ein bisschen am Rande gehört. Aber jetzt hat man nochmal wirklich das Gefühl, sag ich mal, dass man offiziell auch wirklich so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, den Creatoren gegenüber. Ja, alles, was man sich im Grunde erhofft hat, ist ja irgendwo in Erfüllung gegangen. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass da so ein bisschen umgeschwenkt wurde. Ich weiß so, wie der Anfang noch war, wie man das so ein bisschen pushen wollte mit Unge damals, wo man gedacht hat, na Mensch, vielleicht können wir dadurch ein neues Publikum ranziehen. Hat man, glaube ich, die Strategie so ein bisschen verändert und nicht unbedingt nur auf große setzen, die neu
sozusagen neue Kunden, neue Spieler heranziehen, sondern auch wirklich die pushen, die das Spiel auch letztendlich auch wirklich spielen. Also in der Community bist du wahrscheinlich ein deutlich bekannteres Gesicht als ein Unge, aber dafür ist ein Unge eben, hat eine ganz andere Reichweite. Ja. Ich bin gespannt, ob es da in Zukunft vielleicht auch wieder irgendwelche Kollaborationen gibt oder sowas. Vielleicht ist das auch nochmal ein gutes Mittel, bin ich auch gespannt. Ich denke mal schon, dass sie auch nochmal hier und da den einen oder anderen etwas größeren Influencer rankriegen. Mhm. Das ist, klar, es ist A, erstmal eine Kostensache, ja. Und B, wissen sie auch, okay, die bringen, das sind genau die Spieler, die bringen vielleicht neue Kundschaft ran, aber das sind halt auch die Spieler, die vielleicht auch nicht lange bleiben, denn ohne vielleicht neu bezahlen zu müssen oder so. Ne? Aber ich muss auch sagen, dass halt auch wirklich viele etwas kleinere Creator heutzutage auch gesponsert werden und die denen da auch natürlich da unter die Arme greifen. Man muss natürlich gucken, wo ist das Limit, ne? Dass man jetzt nicht wirklich jeden x-beliebigen, sag ich mal, mit, jetzt mal übertrieben oder sag ich mal, jetzt no disrespect irgendwie 5 Zuschauern oder so, da jemanden das Sponsoring in die Hand drückt. Da muss man schon irgendwie darauf achten, dass man da einen goldenen Mittelweg findet, aber es ist natürlich klar, wie du sagst, auch schlau, nicht nur die Großen zu fördern, sondern auch die auch wirklich aktiv Content machen, weil es ist auch halt auch wichtig, dass halt auf der Sektion in Twitch halt auch möglichst immer jemand irgendwie online ist, sei es nun, ob der nun offizieller Creator ist oder halt eben inoffizieller. Das ist halt eben für die Repräsenz des Spiels halt eben unumgänglich und trägt halt eben auch dazu bei, das Spiel weiter am Leben zu erhalten. So. Ne, wenn viel Wirrwarr und viel über Shakes and Fidget gesprochen wird, viel Mundpropaganda, viel Werbung, dann ist das halt auch eben am Ende des Tages sehr gut für das Spiel, die Kundschaft und irgendwie, ich glaube, du hattest mir das mal gesagt oder irgendwer, dass du mal auf der offiziellen Seite geschaut hattest und Shakes and Fidget jetzt irgendwie seit wann war das? Irgendwie das beste Quartal gewesen ist seit das war sogar dieses Jahr. Ja, dass dieses Jahr irgendwie das bestverdienste Quartal ist, seit es Shakes and Fidget gibt oder so, die sich jetzt dieses Jahr selbst übertroffen haben. Und ja, also wenn die Zahlen grün sind, dann machen sie auf jeden Fall irgendwas richtig. Ja. Shakes and Fidget ist eine Achterbahnfahrt und ich hoffe, sie geht auf jeden Fall noch wirklich ziemlich lange. Ich bin auf jeden Fall der Zukunft positiv gegenüber. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Also das entwickelt sich alles in eine sehr schöne Richtung. Und ich denke mal, wir haben soweit unsere Highlights für dieses Jahr gesagt. Wir blicken alle drei der Zukunft positiv gegenüber. Es stehen ja jetzt schon bereits viele coole Sachen an. Das neue Expeditionsevent startet ja als erstes auf EU9 am 5. Januar, geht ja schon direkt weiter. So, danach kommen direkt die Server-Merges, da wird auch noch weiter angepackt und unter anderem fällt da auch mein Server mit rein. Das wird auch sehr spannend zu beobachten und natürlich, denke ich mal, wird uns bestimmt auch im nächsten Jahr das ein oder andere Content-Update erwarten. Da gehe ich mal auch ganz stark von aus. Und es wird nie langweilig. Shakes and Fidget bleibt nicht stehen. Stillstand ist der Tod. Das, denke ich mal, haben sie auch erkannt. Deswegen müssen sie sich weiterentwickeln. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du halt eben mit der Zeit. Und deswegen, werden sie immer moderner und passen sich auch so ein bisschen den Zeitgeist an. Und das merkt man auch. Und das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Richtige Richtung. Ja, genau. Also ist auf jeden Fall so, man erkennt eben, wer schnell gehen will, der geht alleine, wer weit kommen will, der geht gemeinsam. Ne? Sehr gute Abschlussworte. Sehr gut, Chris. Sehr weise. Nee, wirklich. Das ist Community einbezogen, meinst du damit natürlich, ne? Ganz klar. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an Chris. Dankeschön. Das war mir eine Freude. Sergio. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, ja. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. So ein paar kleine Einblicke. War ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Stammtisch, Freestyle und so ein bisschen unsere Highlight dieses Jahr. Aber ich denke mal, alleine schon, dass wir hier in der Dreierkonstellation zusammensitzen, ist schon, zeigt schon so eigentlich den Spirit dahinter, sag ich mal, hinter Shakes and Fidget, dem Game und das, was halt eben rundum passiert, was wir halt eben versucht haben, jetzt gerade so ein bisschen zu beschreiben. Und ansonsten war es das soweit von mir. Natürlich haben meine Gäste das letzte Wort.
The spot is yours. Hier, wie sagt denn hier immer der Uri Geller? The stage is yours. Let's go. Ciao. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Das war's? So. Sehr, Yeah. Freut euch auf 2024. Wir sind auch dabei. sehr unepisch jetzt gewesen. Das Bin auch ein bisschen low-key enttäuscht.